Hallo, in einer Schüssel vermische ich 200 Gramm warme Milch mit einem Päckchen Backpulver, einem Teelöffel Trockenhefe, das sind 5 Gramm, 10 Gramm Zucker und einem Teelöffel Salz. Anschließend füge ich ein Ei dazu, vermische das Ganze kurz. Das Backpulver fängt sofort an zu reagieren. 120 Gramm Sahne Frischkäse zufügen. Das Ganze mit dem Löffel grob verteilen. Ca. 500 Gramm Weizenmehl Typ 405 oder 550 nach und nach reinmischen und mit dem Löffel vermischen. Die Mehlmenge kann natürlich variieren. Anschließend durch das Ganze mit der Hand zu einem Teig kneten. Das dauert in der Regel 3 bis 4 Minuten. Ich füge so viel Mehl dazu, bis der Teig nicht mehr kleben bleibt. Zu einer Kugel formen und in der Schüssel mit dem Handtuch zugedeckt ca. 30 Minuten ruhen lassen. Anschließend eine beschichtete Pfanne vorbereiten, etwas Sonnenblumenöl, jetzt werde ich den Teig mit etwas Mehl ca. 1 cm hoch ausrollen. Wenn nötig, reichlich Mehl verwenden, da der Frischkäse im Teig etwas klebrig ist. Wie gesagt, das Ganze wird ca. 1 cm hoch ausgerollt. Beim Backen wird er nämlich noch auf das Doppelte aufgehen. Das wird ein sehr leckeres Frischkäsebrot in der Pfanne gebacken. Passt wunderbar mit Marmelade, Nutella, Honig. Kann ebenso auch mit deftigem gegessen werden, sowie Salami, Käse. Ich steche das Ganze mit der Gabel ein und schneide den Teig in ca. 10 x 10 große Vierecke. Schneide noch kurz in der Mitte ein, damit es beim Backen auch durchgebacken wird. Die Pfanne wird jetzt aufgeheizt, erst auf Stufe 9, anschließend beim Backen reduziere ich die Hitze auf 6, damit der Teig nicht anbrennt. Jetzt wird das Ganze auf Stufe 6 von 9 gebacken. Die Pfanne nicht zu heiß machen, weil der Teig sehr empfindlich ist. In der Regel dauert das auf jeder Seite ca. 2–2,5 Minuten. Jeder Herd ist natürlich von der Hitze anders, eventuell die Hitze nochmal reduzieren. Und es wird nicht viel Öl verwendet, sondern ich verwende immer ungefähr 2 bis 4 Esslöffel Sonnenblumenöl. Das Ganze wiederholen, bis der Teig gebraten wurde. Viel Spaß beim
backen und guten Appetit!